Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Hogwarts Legacy. Wir sind unterwegs zu Poppy. Sie möchte sich mit uns treffen. Mein Name ist Fabian und viel Spaß mit dieser Hier Folge. drüben. Da ist Poppy. Das ist anders als unser letzter Ausflug. Erinnere mich nicht. Der Gedanke an das Zelt bringt mich immer noch zum Kochen. Ich habe über diese armen Drachen im Kampfring nachgedacht. Die Halsbänder, die sie trugen. Sie schienen aus Koboldsilber zu sein. Ich glaube, wir haben so ein Halsband in diesem Wildererlager gefunden. Ich habe noch nie erlebt, dass Wilderer so etwas benutzen. Der Drache, der meine Kutsche angegriffen hat, trug ein Halsband. Und Professor Fig war verblüfft von seinem Verhalten. Dieser Angriff kam mir immer ein wenig seltsam vor. Er kam scheinbar aus dem Nichts. Willst du etwa andeuten, dass die Halsbänder die armen Geschöpfe kontrollieren? Ganz genau. Bei Merlin. Ich glaube nicht, dass der Drache, den wir befreit haben, ein Halsband trug. Aber wir sollten nachsehen. Und wir sollten das Ei zurückgeben. Nein, ich will das Drachenei behalten. Gute Idee. Wir müssen uns darum kümmern. Ich werde mich sofort damit befassen. Da wäre noch etwas. Ich wollte es vorher nur nicht ansprechen. Wegen mir hast du jetzt anscheinend mehr Ärger mit Victor Rookwood. Warum ist er hinter dir her? Wenn es für dich in Ordnung ist, behalte ich das lieber für mich. Zumindest fürs Erste. Verstanden. Jeder hat sein Geheimnis. Ich werde nicht nach Einzelheiten fragen. Eigentlich muss ich auch los. Ich würde den Drachen gern so schnell wie möglich aufspüren. Ich sage Bescheid, wenn ich weiß, wo sie ist. Okay. Ja, Poppy wollen wir unser Geheimnis noch nicht anvertrauen, dass wir alte Magie sehen können. Tja. Wir haben einiges vor in dieser Folge. Bin mal gespannt, was wir alles schaffen heute. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Spiel gefällt. Und natürlich auch freue ich mich immer über einen Kommentar. Egal zu was. Zum Wetter, zum Spiel, zur Folge, zu den Entscheidungen, die ich fragte mich getroffen schon, habe. wann wir uns wiedersehen. Oh, Schauen okay. wir uns mal an, was wir haben. Ja, hier haben wir zum Beispiel noch einige Zauberanweisungen für den Raum der Wünsche. Den zeige ich euch ja nicht jedes Mal, wenn ich den besuche. Aber da gibt es auf jeden Fall noch einiges. Hier wir brauchen eine größere Tränkestation auf jeden Fall. Weil, ja, sind sonst zu wenige, die wir Nichts da ist schöner, anbauen. als genau das Richtige zu Aber finden. ich habe nicht so viel Geld, deswegen muss ich selektiv sein, was ich kaufe. Mittelgroßer Topf zum Beispiel. Sehr gut. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. So. Wir erkunden noch ein bisschen, damit wir nicht nur Story-Sachen hier machen. Hier haben wir zum Beispiel noch ein Schloss, Hallo, Homora. was wir aufzaubern können. Ich finde es immer noch so lustig, dass man mit dem Schloss öffne dich Zauber einfach das Schloss dann selber knacken kann. Aber gut. Die haben wohl gedacht, das muss noch rein. Als spielerisches Element oder so. Keine Ahnung. Vielleicht haben wir hier einen Demigeist, aber ich glaube nicht. Sonst hätte Balthasar das ja schon angekündigt. Aber es gibt eine Truhe hier. Und die Zimmer sind natürlich wieder schön detailliert dekoriert. Also da echt Hut ab, Zauberhut. Gibt es einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Ich glaube, alle Wege führen nach Hogsmeade. So, wir schauen mal auf die Karte. Hier. Das sind unsere aktuellen Nebenquests. Es sind gar nicht so viele, weil die meisten habe ich ja auch schon erledigt. Also ich gucke immer, dass nicht zu sehr viele offen sind. Weil ich das Spiel natürlich auch, soweit es geht, auskosten möchte. Wir haben hier eine besorgte Mutter. Es geht nämlich um Natti. Denn sie befürchtet, dass ihre Mutter herausgefunden hat, was wir da so frustrierend. plötzlich getrieben haben. Du wolltest mit mir sprechen, Mutter? Ich hatte gehofft, allein mit dir zu sprechen, Natsai. In der Nachricht hast du erwähnt, dass ein ungewöhnliches Wesen im Wald nahe Hogsmeade dir Sorgen macht. Das hätte alles sein können. Du weißt, was es war, Natsai. Ich darf das Schloss verlassen. Ich bin auch immer vorsichtig, Mutter. Vorsichtig? Officer Singer ist anderer Meinung. Sie schickte mir eine Eule, dass du versuchst, irgendwelche Beweise gegen schwarze Magier zu sammeln. Sie hat mich getadelt, weil ich nicht besser auf dich Acht gebe, und sie hat recht. Ich will, dass du Hogsmeade bis auf Weiteres fernbleibst.
Aber Mutter! Meine kleine Gazelle, du hast gute Absichten, aber du darfst dich nicht mit gefährlichen Leuten anlegen. Wenn jemand sich in Matabeleland eingemischt hätte, wäre Vater noch bei uns. Ich muss zum Unterricht. Vielleicht kann dein Freund dich ja zur Vernunft bringen. Das ist so frustrierend. Sie hört mir einfach nie zu. Sie hat dich kleine Gazelle genannt. Ist das ein Kosename in eurer Heimat? Der gilt nur für mich. Ich bin das ungewöhnliche Wesen in Hogsmeade, von dem sie sprach. Selbstverwandlung wird in Hogwarts nicht gelehrt. Deshalb schrecke ich etwas davor zurück, sie zu praktizieren. Aber ich bin eine Animaga. Was? Und in meiner Gazellengestalt konnte ich bisher immer frei das Hochland durchwandern. Sehr zum Ärger meiner Mutter. What? So konnte ich Rookwood und Harlow ausspionieren. Okay, das ist ja richtig krass. Wurdest du als Animagus geboren? Oder hast du es erlernt? Animagi werden nicht geboren. Der Prozess ist kompliziert. Man muss ein Alraunenblatt 1 Monat lang im Mund herumtragen. Dann legt man das Blatt in eine Kristallfiole, um es dem Mondlicht auszusetzen. Danach fügt man eines seiner Haare bei. Und das ist erst der Anfang. Selbstverwandlung ist in Ouagadougou unter Schülern alltäglich. Aber Professor Weasley findet sie zu gefährlich, um sie in Hogwarts zu lehren. Mega gut. Kannst du auswählen, welche Gestalt ein Animagus annimmt? Nein, die Animagus-Gestalt eines Menschen hängt von seiner Persönlichkeit ab. Meine Mutter meint, dass ich mich in eine Gazelle verwandle, weil ich so anpassungsfähig bin. Ich glaube, es liegt daran, dass ich Gefahr wittern und die Nerven behalten kann. Okay, was für ein Geheimnis einfach. Das ist echt krass. Also, Wie fühlt es sich an, sich in ein Tier zu verwandeln? Naja, am Anfang war es ziemlich anstrengend. Ich verspürte stechende Schmerzen und das starke Pochen zweier Herzen. Aber von Mal zu Mal wird es leichter. Ich verspüre keine Schmerzen mehr und finde den zweifachen Herzschlag sogar ganz angenehm. Und ich betrachte die Welt gerne aus einer anderen Perspektive. zweifachen Herzschlag. Stellt euch das mal vor einfach. Jetzt ergibt der Spitzname Sinn. Was für eine außergewöhnliche Fähigkeit. Und ob, ich liebe das Verwandeln. Aber Mutter ist davon nicht so begeistert. Sie findet kein Wesen, vor allem kein so seltenes wie eine Gazelle, sollte in einer Gegend herumstreuen, in der so viel gewildert wird. Sie sagt, sie habe ein Unglück vorhergesehen, das mir in Gazellengestalt widerfährt. Aber sie nutzt ihr inneres Auge zu oft, um mich zu kontrollieren. Ich glaube ihr nicht mehr. Wir versuchen sie mal ein bisschen anzustiften. Wir machen Fortschritte. Wir können nicht aufhören. Stimmt. Ich habe nie ans Aufhören gedacht. Keinen Augenblick. Du hättest fliehen können, als du erfahren hast, dass Rookwood, Harlow und Ranrock hinter dir her sind. Aber das bist du nicht. Und ich werde auch nicht fliehen. Ich muss Rookwood und Harlow erledigen. Ich verstecke mich nicht. Meine Mutter kann nicht immer wissen, wo ich bin. Danke, dass du bei diesem eher unangenehmen Gespräch dabei warst. So, dann haben wir auch hier Natti schon mal etwas unterstützt. Aber echt krass, ne, dass sie ein Animagi ist. Sie ist gerade noch viel sympathischer geworden. Dass sie einfach dieses Geheimnis damit sich rumträgt. Okay, alles nur Koboldogak. Wir brauchen jemanden, der Koboldogak spricht. Und da fällt uns doch ein Schüler ein, der auch eine Vorliebe für Astronomie hat. Und zwar hier. Aber schreibt mir noch mal in die Kommentare, ob ihr lieber Story sehen wollt oder auch Einmal viel mehr Feigling, Gameplay. immer noch. Feigling. Ganz wie Duncan Hobhouse. Also in dieser Folge haben wir auf jeden Fall eine Mischung aus beidem, Alohomora. weil das jetzt auch Teil der nächsten Hauptquest wird. Nachdem wir diese Kiste geöffnet haben. Ja, manche Quests sind auch recht Revelio. kurz, ne? Das kann man gar nicht so einschätzen vorher. Professor Shah, ich würde gerne mehr über Astronomie erfahren. Immer seltener trifft man auf Schüler, die sich mit himmlischen Dingen befassen, aus eigenem Antrieb. Aber wenn sie wirklich die Bahnen im Kosmos kartieren wollen, müssen sie ihren Geist vom irdischen Geplapper anderer befreien. Wir selbst sind wie unbeschriebene Himmelskarten, wissen Sie? Leere Leinwände, die nur darauf warten, all das aufzunehmen, was das Universum zu bieten hat. Verstehen Sie?
Nicht so ganz. Stimmt es, dass Sie nur wenig von der Wahrsagerei halten? Von allen anderen Disziplinen, die hier gelehrt werden, ist Wahrsagen sicherlich die schwächste. Vor allem, wenn es um diesen astrologischen Unsinn geht. Astronomie und Astrologie sind nicht dasselbe. Das eine ist verbriefte Wissenschaft, das andere purer Wahnsinn. Wäre es nicht witzig, wenn beide Wissenschaften hier einfach Quatsch wären? Sie haben im Unterricht Astronomiealtäre erwähnt. Worum handelt es sich dabei? Vor langer Zeit haben Liebhaber der Astralkünste überall Steinplatten aufgestellt. Sie sind ideal, um Sternenkonstellationen nah und fern zu studieren. Über Jahrhunderte nutzten Zauberer diese Astronomiealtäre zur Sternenbeobachtung. Leider sind sie jetzt nur noch Mahnmale des unerschrockenen intellektuellen Strebens einer vergangenen Epoche. Ah ja, gut zu wissen. Danke, Professor. Ich freue mich schon auf die Sterne. Das höre ich gern. Die Sterne stehen heute günstig. Also mit beides Quatsch sind, meinte ich natürlich, wenn sie versuchen mit Astronomie auch die Zukunft vorherzusagen. Und natürlich beides irgendwie nicht so richtig funktioniert. Auf der anderen Seite, einfach nur Sternbilder anzugucken, ist jetzt auch nicht so wirklich wissenschaftlich. Wenn ich mir das so überlege. Aber kann auch nur... Vielleicht stehe ich auch auf dem Schlauch. Jedenfalls schauen wir uns mal hier noch weiter um. Das ist ja der Turm hier. Oh, Piefs. Ich höre Piefs. Was? Oh. Okay. Wo ist er denn? Durch den Boden gerutscht, wahrscheinlich. Das Hedwig. Oder eine Eule auf jeden Fall. Wie gut das einfach aussieht. Ich bin immer noch begeistert von dem Spiel. Es sieht so gut aus. Bin ja echt mal gespannt, wie es dann auf PlayStation 4 und Xbox aussieht. Also wahrscheinlich werden halt die Texturen nicht so hochauflösend sein und so. Ein paar Abstriche gibt es auf jeden Fall. Aber jetzt reden wir erstmal mit Amit. Hallo, Amit. Hast du nicht mal erwähnt, dass du Koboldogak sprichst? Habe ich. Ich meine, tue ich. Sprechen. Hat das was mit dem Kobold zu tun, mit dem ich dich in Hogsmeade gesehen habe? Genau. Er heißt Lodgok. Wir könnten deine Hilfe gebrauchen. Er wartet bei einer Koboldmine auf mich. Wärst du bereit zu helfen? Natürlich. Wie aufregend. Ich meine, nun ja, kann das gefährlich werden? Ich glaube, er will mir bloß etwas zeigen, das mit Koboldogak zu tun hat. Er ist ein Freund von Sirona, wenn das hilft. Das ist gut zu wissen. Wenn Sirona ihm vertraut, fühle ich mich gleich viel besser. Du sagtest, du sprichst Koboldogak. Aber wie gut? Ich lese Koboldogak schon seit ich klein bin. Meine Eltern haben eine umfangreiche Bibliothek. Als ich von den Klassikern genug hatte, habe ich Koboldwerke verschlungen. Ich würde dir ja ein paar Titel nennen, aber die würdest du nicht verstehen. Hast du je direkt mit einem Kobold gesprochen? Tatsächlich nie. Ich bin ja so gespannt darauf. Ein echtes Gespräch in Koboldogak mit einem Muttersprachler. Ich kann es kaum erwarten, subtile Aussprachen und Klänge bestätigt zu bekommen, die mir vielleicht entgangen sind, so als Autodidakt. Lodgok wartet schon. Wollen wir? Sofort. Ich wollte nur kurz die Aussprache von ein paar Begriffen überprüfen. Wir sehen uns dort. Okay, das macht jetzt nicht gerade Mut. Nicht, dass er am Schluss gar kein Wort kann. Oder komplett falsch spricht. Danke, dass du bereit bist zu helfen, Amit. Sehr gerne. Ich freue mich darauf, deinen Freund Lodgok zu treffen. Lodgok wartet schon. Wollen wir? Sofort. Ich wollte nur kurz... Okay, das haben wir schon. Aber... Oh, das ist weit entfernt. Sollen wir da direkt hin? Wir könnten allerdings auch... Wenn wir hier einfach hinfliegen. Hier kommt man nicht, hier kann man nicht fliegen. Ich habe vielversprechende Neuigkeiten über den Verbleib unserer Hebridenfreundin und wohin wir ihr, du weißt schon, was bringen können. Triff mich am Dorfplatz von Hogsmeade. Oh, Poppy meldet sich. Also hier können wir nicht, fliegen. Wir können auch nicht runterspringen und dann fliegen. Wir wollen uns natürlich nichts antun. Schade. Also da Amit ja sich das Wörterbuch nochmal durchlesen muss, würde ich sagen, gehen wir doch zu Poppy und helfen ihr.
Da bin ich nämlich Auf geht's nach gespannt, Hogsmeade. was das mit den Drachen noch auf sich hat. Müssen wir Sie erstmal ist sonst warten verlässlicher. zum nächsten Tag. Da ist Poppy. Dann bin ich mal gespannt. Erzähl uns mal was. Du wartest hoffentlich noch nicht lange auf mich, oder? Ganz und gar nicht. War gerade bei der Post. Laut Oma sollte ich ein Paket bekommen, aber sie hat wohl vergessen, es abzuschicken. Sie hat mir diese Woche auch keine Eule geschickt. Ist wohl mit ihrer Forschung beschäftigt. Sie hat eine forschende Oma. Was wollte sie dir schicken? Nur etwas Futter, das sie entwickelt hat. Ich wollte es Professor Howen für die Kniesee geben. Welche Art von Forschung betreibt sie? Das variiert ständig, aber es hat immer etwas mit Tierwesen zu tun. Letzte Woche hat sie die Beinknoten von Plimpis untersucht. Was hast du über den Drachen herausgefunden? Sie wusste nicht, dass die Wilderer ihr Ei hatten. Als sie die Hornschwanzhalle verließ, muss sie direkt zu ihrem Nest geflogen sein. Ich bin zurück zum Zelt und habe ihren Flug verfolgt. Poppy ist voll die Spurenleserin. Wie verfolgt man denn einen Drachen, wenn er längst weg ist? Baumkronen, Brandspuren, sowas halt. Gut gemacht. Du weißt wirklich, was du tust. Ich bin nicht sicher, aber ich habe eine Ahnung, wohin sie geflogen sein könnte. Ich dachte, wir könnten uns das mal ansehen. Natürlich. Wollen wir gleich los? Ich würde gerne sehen, wie es dem Drachen mit einem Halsband geht. Und sie ist vermutlich ganz wild auf das Ei. Dann trennen wir uns mal von unserem Norbert-Ei. Ja, war schon klar, dass wir das Ei nicht behalten können. Hier sollte es sein. Ich bin sicher, hier finden wir sie. Das Gelände passt zu den typischen Brutorten dieser Art. Ich vermute, so haben die Wilderer sie überhaupt gefunden. Sie haben ihr Lager hier aufgeschlagen und sie beobachtet. Sie holten vielleicht erst sie und dann das Ei. Drachen sind schwer zu bändigen, erst recht, wenn sie Junge haben. Und das weißt du, obwohl du nur hier rumstehst? Du wirst überrascht, wie leicht es ist, wie ein Wilderer zu denken. Schauen wir, ob sie zu Hause ist? Wir müssen nur ihr Ei zurückbringen. Das klingt doch ganz einfach. Es sollte schnell gehen. Danach können wir die Wilderer endlich hinter uns lassen. Können wir es nicht doch behalten? Du hast nicht darüber nachgedacht, es zu behalten, oder? Nein, es gehört ihr. Wenn ich es behalte, wäre ich so schlimm wie die Wilderer. Wenn du recht hast und wir sie hier finden, wie bringen wir es dann zurück? Ihr Nest ist wahrscheinlich im Herzen ihres Baus, über den sie wacht. Dort dürfte auch alles verkohlter sein als der Rest, könnte ich mir denken. Gut. Dann finden wir den Drachen und geben das Ei zurück. Wunderbar. Wenn sie uns herumfliegen sieht, hält sie uns vielleicht für Angreifer. Oder für Beute. Wir sollten zu Fuß gehen. Oh, und eins noch. Regen wir sie nicht auf. Sie hat wirklich genug durchgemacht. Bereit, wenn du es bist. Boah, da grummelt sie Da schon. ist sie. Über uns. Hä? Sie hat es sicher herausgeschafft. Boah. Oh, gut. Anscheinend trug sie kein Halsband wie die anderen Drachen. Ist das vielleicht der Drache, der auch immer auf der Landkarte rumfliegt? Könnte eigentlich sein. Da ist sie. Friss mich nicht, ich hab kein Ei. Krankvorsorge um den Verbleib ihres Eis sein. Na gut, was macht man denn als Drache, wenn man sein Ei verliert? Wenigstens scheint sie uns noch nicht entdeckt zu haben. Hoffentlich bleibt das auch so. Zumindest bis wir getan haben, wozu wir hier sind. Oh, was haben wir hier? Straßenköder. Köter. Köder, sondern ein Köter. Okay, nochmal kurz ausrüsten. Was haben wir denn hier? Verwandlung können wir mal einsetzen. Das ist witzig. Incendio. Das ist dann ein Explosionsfass. Das ist schon heftig. Oh, und Poppy haben wir angezündet. Die Arme. Sorry. Expelliarmus! What? Oh Mann. Also irgendwie voll gut, aber irgendwie auch voll schlecht. Tja, also 50% des Kampfes sind geplant und der Rest passiert einfach. Okay. Revelio. Haben wir da noch was? Ja. Immer looten.
Ja, okay. Wie charmant. Sie halten Kontakt zueinander. Schreiben sich die Wildererbriefe. Oh, und jetzt brauchen wir doch Reparo. Wir gerade wieder zurück ausrüsten. Fantastisch. Hex. Atemberaubend. Boah, Aus der Entfernung. ja, von weitem ist das schon ein Hammeranblick. Das würde ich mir auch in echt so anschauen. Aber von weitem eben. Man weiß, die Gefahr ist eher am Horizont, aber sie erreicht Ich einen frage nicht. mich, wie es um ihr Sehvermögen steht. Wie war das? Ich glaube nicht, dass die Wilderer sie gut gefüttert haben. Und aus der Ferne sehen wir für sie wahrscheinlich Reven. aus wie Schafe. Ich habe noch einen Wir schafsvolle lieben Pullover an. Das sind ja tolle Aussichten. Das war noch nicht mal Absicht. Aber wir sehen wirklich aus wie ein Schaf. Mäh. Eierklauende Schafe. Also wir nähern uns dem Drachennest. Vorsichtig. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was gibt's hier noch? Revelio. Oder sie war auf einen Kampf aus. Was hat Poppy gerade gesagt? Ein Grabhorn hat sie gefressen. Hier links. Oh. What? Das sehen wir noch später im Spiel. Treffen wir auch noch so ein Was war Wesen. das? Aber keine Spoiler. Da kommt sie. Oh oh. Krass. Ja, es ist kein Zurück. So, jetzt Endkampf. Nee. Wir müssen an ihr vorbei. Okay. Warte hier. Ich laufe vor. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ich folge dir. Eieiei. Also wir dürfen uns nicht treffen lassen. Nach, wenn es sicher ist. Na dann Augen zu und durch. Geht's lang? Hier lang. Sie ist über uns. Oder auch nicht. Wo ist sie denn? Da müssen wir lang. Vorsicht! Das ist ihr Revier und sie wird es uns wissen lassen. Ah! Shit. Direkt vor uns. Weiter so. Wir müssen nur das Nest erreichen. Kommt nicht lang. Boah. Also so ein Treffer ist wirklich tödlich. Hier unten lang. Schnell. Nein! Oh oh. Nein! Damit ist das Spiel vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Spaß. Wir starten neu. Die Macht der Wiederauferstehung. Tja. Passiert. Aber dafür können wir uns den Drachen nochmal anschauen. Wie gut der einfach aussieht. Aber diesmal sind wir besser vorbereitet. Ja, es ist kein Zurück. Rennen, nachdem der Drache ja, gefeuert hat. Warte hier. Ich laufe vor. Wortwörtlich Komm nach, gefeuert. wenn es sicher ist. Und da kommen wieder die Angriffe. Okay, jetzt schnell durchs Tor. Also geht's hier lang. So, diesmal geht's uns Vorsicht. besser. Das ist ihr Revier. Sie wird es uns Okay. weiter so. Wir müssen nur das Nest erreichen. Jetzt Ja, 1, 2 und 3. So, das wird zweimal. Vielleicht geht hier auch einfach die Spucke aus. Kein herzlicher Empfang. Reveli. Ach, hat was von einem Kaminfeuer. Rebelio, machen wir nachher. Hier hat es auch noch eine Truhe. Achtung, Drache, ich muss erst Gutes looten. Zureden bringt vermutlich nichts. Ich würde es ja versuchen, aber dafür ist es zu spät. Kann sie mit Drachen sprechen?
Okay, 3-mal hier. Dann rennen wir mal vor. So. Jetzt kommen wieder 1, 2, 3. Gut, und weiter geht's. Du musst zu der Öffnung unter ihr. Das ist auch Wahlkampf, trotz allem. Den Eingang erreichen. Oh oh. Nein! So. Okay, nochmal abwarten. Das war sehr knapp. So, jetzt. Oh. Da liegt noch was. Genial. Jetzt können wir das ins Nest legen. Revelio. Fast da. Okay, Moment. Oh, es ist so ein Hobbit-Drache, der Schätze noch hortet. Wo ist denn ihr Nest? Da hinten. Warum sind alle Brücken zerstört? Reparo. Wirklich merkwürdig, oder? Ups. Ah, zum Glück. Wenn wir ihr das Ei zurückgeben, kommen wir hoffentlich ohne viel Aufhebens hier weg. Ja, hoffen wir das Beste. Nicht, dass sie uns noch frisst. Und da können wir es hinstellen. Boah. Aber sie sieht, dass wir ihr Ei haben. Oh oh. Poppy, Vorsicht. Aber nicht anfassen. Nicht, hä? Achso. Ich dachte gerade, sie frisst jetzt oder so. Nee, sie nimmt's mit. Okay, was für ein Erlebnis. Atemberaubend. Und hast du gesehen, wie clever? Sie ließ uns komplett in Ruhe. Machen wir einen auf Malfoy. Und sind theatralisch. Sie ließ uns in Ruhe? Sie wollte uns die ganze Zeit den Garaus machen. Nur bis sie ihr Ei sah. Von da an erwärmte sie sich für uns, denke ich. Das Wichtigste ist, dass wir überlebt und das Ei zurückgebracht haben. Danke, dass du mir geholfen hast. Ich würde es dir nicht übel nehmen, wenn du jetzt erstmal genug von Drachen hast und lieber zum Schloss zurück willst. Ja. Aber vielleicht können wir uns hier noch umsehen. Geht das? Ich wollte noch eine Weile bleiben, wenn du nichts dagegen hast. Mir alles ansehen. Wir könnten wohl kurz Pause machen. Ja, hier hat es noch einiges an Zeug, was wir Wer mitnehmen sie hier können. wohl gelebt hat. Und wohin geht sie jetzt? Können wir einfach hier runterhüpfen. Ja. Was haben wir denn hier? Mit Blutegelsaft. Deswegen sind wir nicht hergekommen, aber da hinten waren noch Truhen. Irgendwie hier. Schauen. Da müssen wir irgendwie, da kamen wir nicht direkt durch. Ah, okay. Hier einfach wahrscheinlich. Da kommt Poppy hinterher, aber irgendwie, also hier war auf jeden Fall noch eine Truhe. Da ist zum Beispiel was, ja. Da war nur Geld drin. Und was haben wir hier noch Schönes? Oh, okay. Seltsame silberne Brille. Aber das war's wohl. Gut. Kurzer Ausflug. Poppy, hallo? Wie kommst du denn? Ich kann einfach nicht fassen, was gerade passiert ist. Brauchst du noch etwas Zeit hier? Nein. Ich bin bereit zu gehen. Das bin ich. Nach der Drachenrettung in der Hornschwanzhalle erwarte ich, außerhalb vom Schloss jederzeit angegriffen zu werden. Verständlich. Wir haben ja ihren Kampfring sabotiert und ihr Drachenei gestohlen. Stimmt. Warum sind sie uns nicht gefolgt? Das sieht ihnen gar nicht ähnlich. Außer, sie haben es doch getan. Oh nein, dass ich das nicht gesehen habe. Wir müssen los. Ich brauche eine Eule. Hä, was ist Mir los? geht's gut. Habt ihr das jetzt verstanden, was da los ist? Da bist du ja.
Du wirktest so durcheinander, als du gegangen bist. Die Wilderer sind bei meiner Oma gewesen. Jemand hat mich in der Hornschwanzhalle erkannt und dann sind sie zu ihr. Wie meinst du das? Geht es ihr gut? Ihr geht es zum Glück gut, aber sie waren bei uns zu Hause. Dachten wohl, ich hätte das Ei dorthin geschickt. Sie sagte, sie hätten das ganze Haus auseinandergenommen und geschrien, dass wir sie ruiniert hätten. Haben wir vielleicht auch, wenn wir das Ei geklaut haben. Wenn es deiner Oma gut geht und sie das Ei nicht haben, ist vielleicht alles halb so wild. Ich hätte es wissen müssen. Ich habe die Wilderer unterschätzt. Und nun ist noch ein Geschöpf in Gefahr. Wie meinst du das? Die Wilderer wollten nicht mit leeren Händen gehen und stahlen wertvolle Tagebücher, die Oma bei ihren Nachforschungen über seltene Tierwesen entdeckt hatte. Eines davon enthielt Theorien über ein geheimes Versteck der Schnatzer, die man lange Zeit für ausgestorben hielt. Schnatzer? Hä? Was für ein Wesen ist denn ein Schnatzer? Ein kleiner Vogel mit goldenen Federn. Er ist unglaublich, hat drehbare Flügel, mit denen er schnell in jede Richtung fliegen kann. Tatsächlich basiert der goldene Schnatz im Quidditch auf dem Schnatzer, der vor Jahrhunderten grausam für diesen Sport verwendet wurde. Und was wollen die Wilderer damit dann? Warum sollten sie sich für Schnatzer interessieren? Sie könnten mit Schnatzern mehr Geld verdienen, als sie es je mit Drachen kämpfen könnten. Die Federn und Augen der goldenen Schnatzer sind unglaublich wertvoll. Deshalb glaubt man, sie seien ausgestorben. Sie wurden von den Zauberern ausgerottet. Ich will mir gar nicht vorstellen, auf welch grausame Art sie heutzutage gezüchtet und für Profit getötet werden würden. Wo genau sind diese Schnatzer denn angeblich versteckt? Oma sagt, die Tagebücher seien etwas kryptisch, was gut ist. Vielleicht sind die Wilderer nicht schlau genug, um die Vögel zu finden. In den Tagebüchern wurde wohl nur vermerkt, dass der Schlüssel zu ihrem Versteck im Mondlicht liegt. Oma glaubt, dass man es auf eine Handvoll Orte eingrenzen kann. Ich nehme an, du wirst die Wilderer nicht in die Nähe der Schnatzer lassen. Oma will, dass ich mich raushalte. Aber sie ist am Boden zerstört, weil Wilderer hinter den Schnatzern her sein könnten, falls es sie noch gibt. Wir hatten das Überraschungsmoment auf unserer Seite, als wir den Drachen gerettet haben. Aber jetzt werden die Wilderer nach uns suchen. Wir brauchen Verbündete. Andere, die die Wilderer ebenfalls hassen und Tierwesen genauso schätzen wie... Bei Merlins Bart, du bist ein Genie! Die Zentauren! Sie würden die Schnatzer um jeden Preis schützen wollen. Zentauren sind nicht gerade für ihre Freundlichkeit bekannt. Schon gar nicht gegenüber Zauberern. Und gerade jetzt nicht. Wir müssen aufpassen, wie wir uns ihnen nähern. Das Verhältnis ist immerhin angespannt. Trotzdem könnten sie unsere einzige Hoffnung sein. Ich denke drüber nach. Ich melde mich, wenn ich einen Plan habe. Okay. Danke, Poppy. Damit ist auch dieser Auftrag abgeschlossen. Und ja, dann schauen wir mal, was wir in der nächsten Folge machen. Lasst gerne einen Kommentar da, wie gesagt. Und auch gerne ein Like, wenn euch das Spiel gefällt. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Und ja, bis dann. Euer Fabian.